Assalamu alaikum, wie versprochen sind wir zurück bei der Mercedes-Werkstatt in Muscat, der Hauptstadt des Omans, und werden jetzt hier unseren ersten Gang hoffentlich reparieren lassen können. Wir haben jetzt hier schon eingecheckt, ganz professionell mit so einem Formular, was wir ausfüllen mussten und so weiter, und jetzt wird es heute mal angeschaut. Okay, there is no shifting lever, there is only one rod which goes inside direct to. Ja, die uns schon länger verfolgen, die wissen ja, wie wir auch über den Himalaya, über 5000 Meter hohe Berge ohne ersten Gang gefahren sind. Normal fährt man mit dem zweiten an, also so ist die Gangschaltung aufgebaut. Das ist der erste Gang, der ist auch, wenn man dann hier so nach hinten schaltet, der ist echt nur für am Berg anfahren oder wenn es halt richtig steil ist. Deswegen haben wir den eigentlich nie wirklich gebraucht, außer im Himalaya, da war es halt richtig krass. Und hier im Oman sind ehrlich gesagt die Straßen auch zum Teil richtig steil. Wir waren jetzt nochmal ja an so Stränden für ein paar Tage und auf dem Rückweg sind wir, also es war auch die normale Landstraße, da sind wir dann auch nicht ganz hochgekommen. Ups. Und dann fahren wir halt immer rückwärts hoch, weil der Rückwärtsgang ist jetzt unser kleinster Gang. Und wir haben übrigens den Van gekauft, ohne das zu wissen. Wir dachten, es hat nur 4 Gänge, also so wurde uns das verkauft. Und weil der zweite Gang halt vorne links ist, wo normal der erste Gang ist uns das nie aufgefallen. Aber irgendwann habe ich dann ein bisschen recherchiert und es gibt auch ein 4-Gang-Modell, aber auf der Gangschaltung ist so eine Kennnummer und die sagt ganz deutlich, dass es 5 Gänge gibt. Und da habe ich auch gefunden, wo der 5. ist. Aber ja, da passiert ja nichts. Es ist so, wie als wäre Leerlauf. Und jetzt war gerade hier nochmal der Mann da, mit dem wir gesprochen haben. Und die meinten, ja, die müssen das aufmachen und gucken und dann vielleicht ja irgendwelche Reparaturen machen. Aber von außen kann man das einfach nicht sehen. Es ist jetzt soweit, unser Auto befindet sich nicht mehr in unseren Händen, sondern in den Händen der Mechaniker, die jetzt gerade ein bisschen rumprobieren, wie das denn so ist mit dem Gang und dann wahrscheinlich auch merken werden, dass es halt wie Leerlauf ist, der erste Gang, und dann das Getriebe auseinanderbauen werden. Ja, und auch schon wie das letzte Mal sind hier ganz viele andere Reisende mit ihren Autos auch und lassen hier so kleine Services machen und so weiter, und das ist ganz cool, weil dann kann man sich über die arabische Halbinsel austauschen und über die Autoprobleme und zusammen ein bisschen quatschen und abhängen, während alles repariert wird. So, ein weiterer Plot-Twist, das haben wir glaube ich oft im Oman. Wir sind jetzt doch nicht mehr in der Werkstatt, weil wir haben jetzt nur noch, wie viele Tage? 5. 5 Tage nur noch. 5 Tage in dem Land und dann müssen wir ausreisen. Weil wir haben so ein Visum, da kann man immer nur 30 Tage am Stück bleiben, da muss man kurz raus und dann kann man wieder rein. Aber dann haben die in der Werkstatt gesagt, okay, wir können jetzt das Getriebe aufmachen, um mal zu gucken, was das Problem ist. Aber dann, weil hier gibt es nicht so viele Ersatzteile und vor allem nicht für so ein altes Auto. Das heißt, es könnte länger als 2-3 Tage dauern, bis die Ersatzteile gefunden werden. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn wir dann feststecken, aber wir müssen das Land verlassen, aber unser Auto kann nicht fahren und dann ist Wochenende und so weiter. Das heißt, wir machen das dann wann anders. Wir müssen nämlich jetzt erstmal Richtung Emirate fahren. Geil. Alles fürs Video. Ja, wir sind jetzt hier nochmal an so einen Strand gefahren. Ja, schon so ein bisschen in die Richtung Emirate. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so machen. Oh, jetzt kommt er wieder. Hey. Jetzt machen wir einfach Paragliding. Sieht aus wie so ein fliegendes Auto. Ja, das stimmt auch. Wir haben auch noch ein bisschen mit den anderen Reisenden, die wir in der Werkstatt getroffen haben, gequatscht. Und wir waren uns alle so ein bisschen einig, dass der Oman halt echt ein entspanntes Land ist. Also wenn jemand jetzt voll die Abenteuerlust hat, dann ist der Oman ja dafür vielleicht nicht so gemacht, aber er ist halt echt dafür gemacht, irgendwie was Neues kennenzulernen, sich zu entspannen, coole verschiedene Landschaften zu sehen und ein bisschen runterzukommen. Also es ist für uns das erste Land, was uns echt auch so ein bisschen an Europa erinnert, weil hier einfach eine gute Infrastruktur,
fürs Campen irgendwie da ist. Wie ihr seht, war ich da hinten jetzt gerade noch mal duschen, aber man wird jetzt bisher nicht krass herausgefordert, muss man ja auch nicht immer. Also der Oman ist allgemein ein sehr gutes Land zum Reisen, aber auch vor allem mit dem Camper, weil es einfach viele hier machen. Viele Touris mieten sich hier einen Camper und dann kann man halt verschiedene Sachen sehen, wie das Meer oder irgendwelche Berge, was wir irgendwann, wenn der erste Gang dann repariert ist, hoffentlich auch nochmal tun werden. Oder wenn man einen guten Offroader hat, dann kann man hier auch so krasse Wüstendurchquerungen machen, zwischen Sanddünen im Nirgendwo campen, in abgelegenen Bergregionen, irgendwelche steilen Hänge hoch oder auch da, wo dann so weiße Dünen irgendwie ins Meer kommen und so. Also es gibt schon tolle Orte. Apropos Offroad, ganz viele Sachen, die wir hier mit euch teilen über die arabische Halbinsel und die einzelnen Länder der Region, haben wir aus dem tollen Reiseführer von The Travelly. Den haben Freundinnen von uns, Valeria und Lukas, geschrieben. Und wir können ihn sehr empfehlen, weil einfach coole Infos über die Länder enthalten sind, aber auch coole Strecken, sowohl für Offroad-Autos, aber auch für Vans wie unseren, die nicht überall hinkommen. Es gibt ganz viele GPS-Tracks, aber auch klare Beschreibungen, was zum Beispiel für Leute zu erreichen ist, die kein 4x4 haben. Das Ganze ist einfach eine Herzensempfehlung von uns, weil ich es richtig cool finde, wenn Reisende sich so viel Mühe geben, ihre Erfahrungswerte zu teilen und dann zu veröffentlichen. Ja, bei unserem Stellplatz hier an dem Strand gegenüber ist so eine kleine Felsinsel mit so einem Turm. Und jetzt bei Niedrigwasser kann man anscheinend darüber laufen. Das ist ein bisschen so wie an der Nordsee hier mit dem Wattenmeer. Hier sind sogar so Wattwürmer anscheinend. Also hier ist es nur knöcheltief. Das schaffe ich dann ja wohl wieder zurück, bis das Hochwasser da ist. Okay, einige 100 Treppen später habe ich es jetzt hier hochgeschafft zu dem Turm. Oh, oh, man kann sogar reingehen. Geil. Ja, das ist ja der Hammer hier. Man kann sogar bis aufs Dach von dem Turm gehen. Jetzt kann ich hier einmal rundherum gucken. Geil. Hallo Laura. Und ich habe diese Insel schon vorher gesehen auf der Karte und ich dachte, oh, vielleicht kann man da mit dem Paddleboard rüber paddeln. Aber natürlich geil, dass man einfach hier rüberlaufen kann, wenn Niedrigwasser ist. Gut, dann gehe ich aber mal zurück, bevor die Flut kommt und ich hier nicht mehr wegkomme. Ciao. Und was ich auch gefunden habe, ist den traditionellen Omani-Hut. Aber irgendwie passt mir der nicht so ganz, ich weiß nicht genau. Also hier tragen die Leute ja nicht wie in Saudi-Arabien dieses rot-weiß karierte Tuch, sondern so einen Hut. Aber irgendwie ist es ein bisschen hoch. Oder man muss das so ein bisschen eindrücken. Oder irgendwie ist mein Kopf zu groß. Aber so geht's, oder? Ja, so geht's. Bin ich hier local. Da brauchst du noch das Gewand. Ja, wir haben nämlich überlegt, irgendwie, ob die Leute den Hut auch ohne dieses weiße Gewand tragen. Aber irgendwie gehört das immer zusammen, ne? Wir tragen nur das Gewand manchmal ohne Hut, aber eigentlich nie den Hut ohne Gewand. Ja, ne, dann brauche ich aber noch dieses Gewand. Vielleicht findest du das auch nochmal irgendwo. Ja, toll. Dann falle ich gar nicht auf. Nee. Wir haben ein kleines Problem mit unserem Wasser. Im Iran haben wir noch diese Filter gekauft und gesagt, oh geil, dass wir die gefunden haben, war voll billig und so. Jetzt sind wir zufällig an einem Geschäft vorbeigelaufen, die genau die Wasserfilter haben, die wir benutzen. Alles produziert im Iran und dementsprechend einfach ultra günstig. Also der
Ein Filter hat jetzt 2 Euro gekostet. Ja, Das ist haben wir ja gleich echt 3 Stück gekauft. Ja. Und ja, im Iran, die machen einfach, ne, wegen den Sanktionen und so, die machen einfach alles selber. Oder es kommen halt noch so ein paar Sachen aus China und so. Aber ne, das machen die auch selber. Und das ist aber so ein richtig blödes System. Das ist halt, da oben kommt dann so ein Plastikschlauch rein und nur mit diesem kleinen Plastikding wird das dann festgehalten. Also ist echt ein blödes System. Und als wir das dann getauscht haben, dann war das alles undicht und ist ganz viel Wasser daneben gelaufen und so. Deswegen haben wir es jetzt erstmal ausgebaut und haben keinen Wasserfilter. Aber dann hatte ich eine geile Idee, wie wir trotzdem gefiltertes Wasser haben können. Hier haben wir unseren Gartenschlauch mit Dusche. Aber wenn ich das einfach abmache, dann passt der zufällig hier genau drauf. Ah ne, warte mal, richtige Richtung, ne, falsch rum. So, jetzt können wir hier das Wasser filtern in unseren Kanister. Laura, machst du das Wasser an? Okay. Ja, jetzt können wir den Kanister voll machen. Okay, reicht. Ja, und dann haben wir unsere Pumpe. Ich glaube, die haben wir uns, wo haben wir die denn gekauft? Weiß ich gar nicht mehr. In Lahore. Und dann haben wir jetzt erstmal so Trinkwasser. Weil das Wasser hier, das ist wohl immer nicht so zum Trinken. Das kommt ja aus diesen Containern da, die immer auf dem Dach stehen. Lieber so. So, am nächsten Tag sind wir mal wieder bei einem Fastfood-Restaurant. So auch schon wie in den anderen Ländern. In Kuwait haben wir das auch gemacht und in Saudi. Weil wir brauchen mal wieder Internet und unser Datenvolumen ist alle und wir wollten jetzt nicht für die letzten paar Tage noch was kaufen. Und wir haben gewettet, ob es hier auch vegetarische Burger gibt. Ich bin dafür, dass es sie nicht gibt. Mariano glaubt, es gibt sie. Ja, weil mein Argument ist, hier gibt es ja viele Inder und in Indien sind ja auch viele vegetarisch. Und als wir mal in Indien bei McDonald's waren, da gab es super viele Veggie-Burger. In Gujarat, diesem Bundesstaat, der hauptsächlich vegetarisch ist, gab es eigentlich mehr Veggie-Burger als mit Fleisch. Ja, und ich glaube einfach, das ist ja alles an die Omanis gerichtet. Deswegen gibt es einfach nur Chicken, Chicken, Chicken und ein bisschen Beef. Und die InderInnen gehen in indische Restaurants und nicht zu McDonald's. Ja, und vielleicht kommen auch mehr indische Muslime hierher, denen das ja dann auch nochmal. Die essen ja auch nicht vegetarisch, zwingend. Dann gucken wir mal. Also hier steht Chicken Burger, Beef Burger, Chicken Nuggets. Chicken, 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 Chicken. Tja, ich glaube, ich habe verloren. Wuhu! Mac Arabia Chicken. Ja. Chicken, Chicken. Tja, Mist. Wuhu! Ich habe gewonnen. Was kriege ich denn dafür? Ein Chicken Burger. Was noch viel spannender ist in Bezug auf so große Fastfood-Ketten, vor allem aus den USA, ist, dass sie von ganz vielen Omanis boykottiert werden, haben wir gehört. Wir wissen nicht, ob das zum Beispiel in Saudi genauso ist, wegen der Situation in Palästina mit Israel, weil das ja alles Firmen sind, die Israel unterstützen und die Omanis da nicht so dafür sind und deswegen fahren die hier nicht hin. Und deswegen gibt es sogar statt Coca-Cola jetzt ein eigenes saudisches Unternehmen, was jetzt quasi auch Cola produziert und das ist in den Shops immer weg, während Cola und Pepsi zum Beispiel immer noch da sind, weil das halt nicht mehr so viel gekauft wird. Wir befinden uns jetzt nördlich von Muscat und die ganze Küste lang ist ziemlich krass bebaut. Also hier jetzt am Küstenabschnitt nicht, aber ein bisschen weiter da in die Richtung sind überall Malls und Gebäude und so weiter. Und hier sieht man einfach nochmal, wie es so ein bisschen abseits der großen, modernen, fancy Hauptstadt ist, indem man hier halt dann auch so ein bisschen eher heruntergekommene Gebäude und Hütten, Beachhütten, ich weiß nicht, wie man also von den Fischern und so die Sachen sieht. Ja, und sehr touristisch ist die Gegend hier auch nicht. Hauptsächlich einfach Städte, die ganze Küste entlang bis zur Grenze. Ja, und auch nicht mehr so schöne Stellplätze. Aber naja, wir müssen halt einfach mal hier lang fahren, ne? Aber natürlich trotzdem schön, dass wir hier direkt am Meer sind. Und dann nutzen wir mal die Gelegenheit und gehen einfach mal kurz baden.
So, erfrischt zurück im Van. Wir kochen gerade. Wir haben ehrlich gesagt noch nicht so viel der omanischen Küche probiert, weil, wie man gesehen hat, ist es hauptsächlich Hühnchen mit Reis. Wir waren mal ein paar Mal Falafel essen und so Hummus gibt es viel, auch einfach so in der Dose. Das ist ja ganz gut. Aber wir machen jetzt einfach mal selber Burger, haben wir mal wieder gedacht. Wir haben jetzt mal was Neues ausprobiert und zwar haben wir anstatt Kidneybohnen Erbsen genommen, weil es gibt ja auch viele so Ersatzprodukte, die irgendwie aus Erbsenproteinen bestehen und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Was es hier aber auf jeden Fall auch sehr viel gibt, sind indische und pakistanische Restaurants, weil ja auch viele Gastarbeitende hier leben und die gehen dann natürlich dort essen. Das ist auch recht preiswert. Gibt es vegetarisch, auch nicht vegetarisch. Haben wir schon auch oft gehört, dass es gut sein soll, teilweise nicht so gut. Wir haben das persönlich jetzt noch nicht so viel ausprobiert, weil wir einfach am liebsten selber kochen. Aber dann habt ihr schon mal gehört, dass es das hier auf jeden Fall auch gibt. Bei unserem Abendspaziergang haben wir gesehen, dass direkt wieder so Zeltlandschaften aufgebaut wurden für Leute zum Abhängen. Aber es gibt ja auch so eine Art, wir würden es als Bushaltestelle bezeichnen. Also es sieht ein bisschen so aus, es ist keine Bushaltestelle, die hier schon am Strand in einzelnen Abständen stehen, wo auch Leute abhängen. Und generell muss man sagen, dass dieser Ort sich ganz schön doll verwandelt hat, weil einfach ganz schön viel los ist. Vor allem Männer, die alleine oder zu zweit irgendwie in einem Auto sitzen und einfach nur ein Stück hin und her fahren. Und ja, das ist irgendwie die Abendbeschäftigung. Mit dem Auto nochmal schnell zum Strand fahren, gucken, was geht und dann wieder gemütlich wegfahren. Ich weiß auch nicht, dass dieses schief ist. Mit so einem Käse. Ja, toll. Jetzt können wir mal so ein bisschen erleben, wie das ist, wenn man mit dem Van eine Dachterrasse hat. Ja, geil. Ja, Hammer. Das hier ist jetzt quasi das Pendant zu so Streetfood in Pakistan oder Indien. Also es ist ein bisschen wie in Deutschland. Es gibt halt eher so Foodtrucks und Imbissbuden, aber nicht dieses, alle stellen sich überall hin und servieren irgendwas. Und ihr könnt ja mal raten, was wir jetzt mal wieder bestellt haben. Ja, so wie immer haben wir natürlich Pommes bestellt. Und dann war ich noch neugierig, da gab es so Cheese, Cheetah oder irgendwie war das. Und wir haben uns gerade gefragt, was ist das denn? Und dann haben wir die Packung gesehen. Das sind aber diese Cheetos, so komische Chips, und da haben die jetzt die Packung aufgemacht und Pommes reingemacht und Soße und so. Also Pommes und so lustige Chips. Ja. Auch eine gute Idee. Quasi wie Erdnussflips schmeckt das mit Pommes. Geil, ne? Ich bin weiterhin davon begeistert, dass wir unseren Van am Meer parken können und damit ja immer unser Haus am Meer haben. Was wir bei diesem Stellplatz allerdings nicht mit einkalkuliert haben, ist, dass genau hinter uns eine Moschee ist. Und dann hat heute in der Früh der Muezzin zum Morgengebet angekündigt, um 5:30. Davon wurden wir geweckt, aber wir wollen uns gar nicht beklagen. Es ist ein wunderschöner Morgen, man kann den Wellen zugucken, die Möwen vorbeifliegen sehen, gemütlichen Kaffee trinken und ja, wir haben es schon gut. Allgemein kann es im Oman an vielen Stellplätzen so sein, dass abends plötzlich mega viele Leute da sind, dann auch irgendwie so bis 12, würde ich sagen. Aber auch nicht so, dass es super störend ist. Also dann picknicken hier halt voll viele Leute, habt ihr ja gestern ein bisschen gesehen. Und morgens hat man die Orte da meistens für sich, weil dann ist so tote Hose. Also eine ganz gute Balance, würde ich sagen. Okay, bevor es weitergeht, müssen wir natürlich mal wieder ein bisschen buddeln, weil wir stecken ein bisschen zu sehr im Sand fest. Darunter ist immer eine harte Schicht, aber dann liegt da halt voll viel Sand drauf. Naja, es gehört einfach dazu, wenn man hier durch den Oman und so reist, ne? Also eine gute Schaufel mitnehmen.
Okay, mit ein bisschen Schaufeln und so haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Soweit, wir haben eine weitere Grenze erreicht, nämlich die vom Oman in die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir schauen schon auf die Grenzgebäude. Wir müssen natürlich auf jeden Fall in den Oman nochmal wiederkommen, weil wir gar nicht alles gesehen und gemacht haben. Nee, wir wollen noch in die Berge, zu diesen krassen Wadis, wo man durch so Schluchten fährt, in den Süden, mit Schildkröten schnorcheln. Und mit Delfinen schwimmen, Kokosnüsse am paradiesischen Sandstränden trinken. Genau, also wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Jetzt geht's über die Grenze Richtung Dubai, ist nicht mehr so weit. Ja, und wir mal wollen sehen, wie das werden wird. Ja, wir sind sehr gespannt. Wir hätten nie gedacht, dass wir da irgendwann mal hinfahren, aber wir sind natürlich offen und ja. Das ist auch schon ein bisschen spannend. Und ich finde es auch spannend, aber es war jetzt nie so auf meiner Prioritätenliste, mal nach Dubai zu fahren, aber jetzt ergibt sich das, deswegen machen wir das. Wir müssen in den Oman natürlich auch wiederkommen, um unseren ersten Gang zu reparieren. Ja. Das wollen wir nämlich machen, bevor wir halt die Schluchten angucken. Macht ja irgendwie Sinn. Ja, weil sonst die Straßen sind so steil, hier ist es richtig nicht. krass. Nee, und wir müssen aber jetzt das Land halt verlassen, weil wir dieses Einjahresvisum haben, wo wir so oft in den Oman kommen können, wie wir wollen, aber einmal im Monat immer raus müssen. Also nach 30 Tagen muss man das Land immer einmal verlassen. Und jetzt sind wir halt hier an der Grenze und dann fahren wir jetzt auch bis Dubai, um uns das mal anzuschauen. Das seht ihr dann nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Ja, bis dahin. Assalamu alaikum. Für uns ging es also noch über die Grenze in die Emirate und nach einer kurzen Fahrt durch die Berge rein nach Dubai. Es ist nicht nur eine krasse Stadt, unser Video wird auch der Hammer, finden wir jedenfalls. Also wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei, um mit uns diese außergewöhnliche Stadt zu erleben. Bis nächste Woche.